Du hast schon mal was von einem Bell-Filter gehört, aber du bist dir sicher, dass es nichts mit einem Hund zu tun hat? Richtig. Und nach dem Intro zeige ich dir, was man damit anstellen kann und vor allem, wie man es bedient. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One. Heute Teil 3 unserer Miniserie EQ Basics und heute soll es um den Bell- oder Peaking-Filter gehen. Wir erinnern uns, in den letzten 2 Wochen hatten wir einmal Low- und High-Cut-Filter und zum anderen die Shelving-Filter durchgenommen. Wenn ihr die Videos verpasst haben solltet, verlinke ich sie euch hier oben nochmal, dann könnt ihr nochmal reinschauen. War eine ganze Menge Wissen schon drin, was man gut anwenden kann und was man gut für saubere Mixe benutzen kann. Und heute soll es um den Bell-Filter gehen. Der Bell-Filter ist wohl das flexibelste Filterband, was wir beim normalen Equalizer dabei haben. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass man mit ihm sowohl Reparaturen an Signalen vornehmen kann, das heißt also stehende Frequenzen sehr, sehr gut ausfiltern kann und ausschließen kann, und zum anderen, dass man damit Klangformung machen kann. Das heißt, man kann sich ein Signal so zurechtbiegen, wie es einem gefällt. Sagen wir mal, die Akustikgitarre ist nicht so schön eingefangen worden, wie sie eigentlich wirklich klingt, dann kann man mit dem Equalizer schon eine ganze Menge damit anrichten, mit dem Bell-Filter oder mit einer Ansammlung von Bell-Filtern, besser gesagt. Man hat ja eine ganze Menge in den heutigen Plugins zur Verfügung. Und wir wollen uns heute mal die beiden Punkte Klangreparatur und Klangformung an einem Beispiel unserer Snare im Lemmy-Pattern angucken, was wir die ganzen Wochen schon benutzen. Ich schalte die Snare mal hier auf Solo und ziehe mal einfach den Pro-Q, der ja bei Studio One mitgeliefert wird, rein. Und wir sehen hier jetzt das übliche Plugin. Ich habe gerade gesagt, man nennt den Filter auch Bell-Filter. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wenn man hier ein Frequenzband anhebt, dann kann man es direkt sehen, dass die Frequenzen links und rechts von der Kernfrequenz quasi glockenförmig abfließen. Und dementsprechend kann man das auch, wenn man das optisch bezeichnen würde, als Glockenfilter oder als Bell-Filter auf Englisch bezeichnen. So, wir haben 3 Parameter in der Regel, die für so ein Filterband genutzt werden. Und ihr seht das jetzt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Filterbänder, die wir hier im Pro-Q dafür benutzen können. Und oder sogar 5. Ich glaube, den Shell-Filter hier kann man auch noch dazu zählen. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5 Bänder, die man dafür nutzen kann. Und die 3 Parameter, von denen erklären sich 2 relativ einfach, nämlich einmal die Kernfrequenz, die wir hier haben und einstellen können. Das ist die Frequenz, bei der die hauptsächliche Bearbeitung stattfinden soll. Dann den Gain, mit dem man die Frequenz anheben oder absenken kann. Und dann haben wir den mysteriösen Q-Faktor. Q ist aber relativ einfach erklärt. Mit Q ist Quality gemeint, Qualität oder auch Güte. Deswegen spricht man auch von Filtergüte. Das soll aber nicht bezeichnen, dass es jetzt hier um einen guten oder schlechten Filter geht, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich hier mal das Band anhebe, dann seht ihr, dass man mit dem Q-Faktor die Bandbreite des zu bearbeitenden Frequenzspektrums hier beeinflussen kann. Und das ist ein bisschen bekloppt. Das ist nicht so einfach wie mit einer Oktave, 1 Oktave, 2 Oktaven, 3 Oktaven, sondern der Q-Faktor läuft quasi umgekehrt. Das heißt, je höher die Zahl, die hier unter dem Q-Faktor steht, je mehr, wir können uns, glaube ich, bis 100 nähern. Hier, bis 24 können wir uns nähern. Also je höher die Zahl ist, umso schmaler wird die Bandbreite. Das heißt, das Frequenzband wird ganz, ganz schmal hier rausgefiltert oder auch angehoben. Rausfiltern oder anheben kann man über den Gain machen. Und je kleiner die Zahl unter dem Q-Faktor ist, umso breiter wird das Frequenzband. Ich hebe mir mal an, dann kann man es genau sehen. Wir kommen in den Bereich von 1. Dann sieht man schon, dass das hier relativ breit ist und zu den Seiten sehr weit abläuft. Und man kann noch kleiner werden, kann man das Filter noch breiter stellen. Und das ist ganz praktisch, weil wenn man mit einem relativ schmalen Band arbeitet, das heißt, man stellt den Q-Faktor sehr hoch, kann man sehr gezielt Frequenzen ausfiltern. Stellt man es aber sehr breit, dann kann man damit vor allem Klangformung vornehmen und Klänge so beeinflussen, wie man sie sich vorstellt. Und wir wollen das heute mal am Beispiel der Snare Drum machen, die wir hier ja im Lemmy-Pattern haben. Und fangen an mit der Klangreparatur. Klangreparatur ist relativ einfach erklärt, denn es gibt, wenn Klänge aufgenommen werden zum Beispiel oder auch wenn man irgendwelche Samples hat oder so, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man bei der Aufnahme sich verschiedene Resonanzfrequenzen eingefangen hat. Sei es, dass der Sänger vom Mikrofonstand an einer nicht optimalen Position im Aufnahmeraum, wenn der akustisch nicht perfekt behandelt ist, dann gibt es immer irgendwo eine Frequenz, die sich im Raum fängt und die beim Singen halt auch angeregt wird und dann im Mikrofon eingefangen wird, oder
Wenn wir zum Beispiel eine Snare Drum nehmen, zum Beispiel, im Kessel resoniert immer irgendeine Frequenz und die nervt im kompletten Mix einfach durch. Und die kann man sehr, sehr einfach finden mit unserem Bell EQ, mit dem wir uns heute hier auseinandersetzen, indem man einfach das sogenannte Frequenz-Sweeping macht. Das heißt, man schweift so von links nach rechts, sucht sich ein Frequenzband und isoliert dann quasi die Frequenz, die da störend ist. Jetzt willst du sagen, woran erkenne ich die Frequenz? Das ist sehr, sehr einfach. Wenn du die richtige Frequenz mit einem sehr, sehr schmalen Frequenzband gefunden hast, dann ringt die, dann klingelt die richtig. Und das können wir mir an der Snare zeigen. Das heißt, ich stelle jetzt zu diesem Zweck, um die Reparatur zu machen von dieser Snare, stelle ich den Q-Faktor sehr hoch. Dann drehe ich den Gain sehr, sehr stark auf, so um die 20 dB. Und dann kann ich hier einfach, während die Snare abläuft, ich habe sie auf Solo gestaltet, kann ich hier mit dem Frequenzband so von links nach rechts durchsweepen und mir die resonierende Frequenz raussuchen. Und wir hören jetzt mal kurz rein, wie die Snare jetzt unbearbeitet klingt, und dann sweepen wir mal, um die Resonanz in dieser Snare zu finden. Ihr könnt es, glaube ich, schon hören. Es ist so hu, hu, hu. Das ist die Frequenz, die wir finden müssen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich sweep jetzt hier mal durch. Ich glaube, wir haben sie schon hier. 269 Hertz liegen an. Ich mache mal 265. Das ist, glaube ich, ein bisschen näher dran. Nochmal hören. Da kann man es sehr schön hören. Es klingelt richtig, es resoniert in sich der Ton, und das ist die Frequenz, die uns jetzt hier gestört hat in der Snare. Das heißt, wir haben sie jetzt isoliert durch das Sweeping, also Q-Faktor auf eine sehr hohe Zahl gestellt, die Bandbreite des Filters sehr, sehr schmalbandig, dann den Gain hochgedreht und mit dem Frequenzband rumgesweept. Und jetzt können wir umgekehrt mit dem Gain einfach die Frequenz rausziehen. Das heißt, die Frequenz, die wir jetzt isoliert haben, ziehen wir jetzt einfach mal geschmeidig um, sagen wir mal, 8, 9 dB raus. Und dann werdet ihr sofort hören, dass die Snare deutlich klarer klingt. Ich mache das Band kurz aus. Wir spielen einmal 4 Schläge ohne und dann direkt mit. So, die Frequenz ist schon mal weg. Wir haben das Signal repariert. Die Erfahrung zeigt, dass man relativ zügig so eine Frequenz finden kann, wenn man erstmal mitbekommen hat und gehört hat, dass in so einem Signal so eine Frequenz schwingt. Man kann, wenn es ein sehr aufdringlicher Ton ist, meistens bei Trommeln ist das so, schauen, ob noch eine Oktave höher auch noch so eine Frequenz ist, die man dann vielleicht auch noch ausfiltert. Das würde jetzt hier bedeuten, eine Oktave ist ja dann entsprechend eine Frequenzverdopplung, oder wenn es eine tiefere Oktave ist, eine Halbierung. Das heißt, man könnte jetzt hier bei 530 Hertz auch nochmal gucken, ob da auch noch ein Ton resoniert. Ich glaube aber, dass wir damit ganz gut aufgestellt sind, und deswegen können wir jetzt zur zweiten Variante, zur zweiten Bearbeitungsvariante mit Bell-Filtern kommen, nämlich der Klangverschönerung. Bei der Snare würde ich jetzt hier normalerweise einen Low-Cut setzen, so bei 100, 120 Hertz, damit die Bassdrum schon mal weggefiltert ist. Das lassen wir aber jetzt mal sein. Wir konzentrieren uns jetzt komplett auf die Bell-Filter. Und es gehört sicherlich eine ganze Menge Erfahrung dazu, oder eine ganze Menge ist eigentlich Quatsch. Es gehört Erfahrung dazu, damit man ungefähr weiß, in welchen Frequenzbereichen man pro Instrument suchen muss, um so Filterbänder zu haben, die man eigentlich dann standardmäßig beeinflusst. Bei der Snare ist das zum Beispiel hier der Bereich zwischen 150 und 200 Hertz, wo man den Bottom, wie man so schön sagt, den Boden, den Wumms von der Snare. Eine Snare ist ja kein tief klingendes Instrument, aber sie hat trotzdem so ein Pfund, was man hier anheben kann. Dann gibt es meistens im Bereich von 500 Hertz. Und das gilt quasi für jedes Instrument, inklusive Stimme, Gesamtmix und allem. Irgendwie gibt es einen Bereich, der klingt
pappig. Und zwar im wahrsten Wort klingt der, als wenn man so ein, ja, wie soll man es beschreiben? Pappig halt, irgendwie wie eine Pappe. Ich kann das gleich mal zeigen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und dann im höheren frequenten Bereich bei der Snare ist es dann noch, dass man da den Klick, das Anschlagsgeräusch nochmal ein bisschen anheben kann, um die Snare durchsetzungsfähiger zu machen im Mix. Muss da aber aufpassen im hochfrequenten Bereich, weil das Snare-Mikrofon meistens auch die Hi-Hat oder ein paar Becken einfängt, dass man da nicht zu viel überbetont. Und ich möchte diese 3 Bänder jetzt einfach mal ein bisschen anheben oder absenken, je nach Geschmack, und mache das im Prinzip, wie ich es gerade gemacht habe beim Sweepen, nur dass ich jetzt halt nicht mit einem sehr engen Filterband arbeite, sondern mit einem sehr breiten, und gucke dann, dass ich die erst überbetone, mir das Frequenzband genau suche, was mir gut gefällt, und dann den Gain halt so einstelle, dass ich entweder den Bereich anhebe nach Geschmack oder absenke. Ich lasse das jetzt mal durchlaufen und mache mal meine 3 Bearbeitungen, und dann hören wir uns danach die Snare einfach mal an. So, ich habe meine 3 Bearbeitungen gemacht. Einmal hier bei 161 Hertz. Ihr habt es gehört, als ich es ein bisschen überbetont habe, da war ordentlich Wumms drin. Das habe ich so um knapp 2 Dezibel angehoben, um ein kleines bisschen mehr Wumms zu kriegen in dem Bereich. Dann habe ich im Bereich 518 Hertz, das ist der Pappenbereich, wie gesagt, in jedem Instrument zu finden. Probiert es immer aus. Eine leichte Absenkung bei 500, 450, 500, 550 Hertz, die Ecke, müsst ihr ein bisschen suchen, bringt immer einen Vorteil, und zwar für jedes Signal. Und dann hier habe ich nochmal angehoben, wo bin ich denn gelandet jetzt? Hier bei 4,5 Kilohertz bin ich gelandet, wo ich noch ein bisschen mehr vom Attack rausgearbeitet habe von der Snare, und da aber auch schon wieder aufpassen musste, dass ich die Hi-Hat nicht überbetone. Und so hat jedes Instrument hat im Prinzip so seine paar Frequenzen, wo man das Signal ein bisschen verschönern oder ein bisschen besser in den Mix passend machen kann. Die wichtigste Regel bei der EQ-Bearbeitung ist ausprobieren, hören, ausprobieren, hören, und am besten noch das im gesamten Mix. Zum Anfang sollte man Signale durchaus einzeln bearbeiten, um zu hören, was die einzelnen Filterbänder machen, und danach kann man dann nochmal eine Feinkorrektur im Mix machen, wenn man ein Filterband zu sehr oder zu wenig bearbeitet hat oder so. Aber ganz wichtig, ausprobieren, hören, denn das Gehör will trainiert sein, und man macht am Anfang ganz starke Eingriffe. Das heißt, man macht jetzt nicht hier Eingriffe, wie ich es jetzt hier gemacht habe, mit 2 dB zum Beispiel hier im Bereich 161 Hertz, sondern denkt sich erstmal reinschieben, damit man es besser hört. Das Ohr ist nicht trainiert auf der Frequenz, und mit der Zeit gewöhnt sich das Ohr aber daran und wird filigraner und versteht immer mehr und mehr, wie die Frequenzbearbeitung kommt, und dementsprechend kann man dann leichtere Bearbeitungen machen. Und noch ein Tipp meinerseits, lieber absenken als anheben. Auch nochmal wichtig, da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video zu, wie man durch Absenkung tatsächlich Anhebungen im Equalizer einsparen kann. Denn wenn man auf jedem Signal im Mix anhebt, dann wird der Mix irgendwann so laut, da muss man an den ganzen Knöpfen wieder die Lautstärken nachregeln. Das macht wenig Sinn. Also je mehr ihr absenken könnt, desto besser. Und ja, das war's. Der Bell-Filter mit seinen 3 Einstellmöglichkeiten. Einmal die Kernfrequenz, einmal den Gain-Faktor, mit dem man an- oder abheben kann, und die Filtergüte, den Q-Faktor quasi. Je höher
der gestellt ist, desto schmalbandiger ist das Frequenzband, das man bearbeitet. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann drück einen Daumen nach oben und wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib sie uns unten gerne in die Kommentare. Uns sage ich, weil natürlich alle, die hier reinschauen, auch unten die Kommentare sicherlich lesen und da noch das eine oder andere von euch lernen können, wenn ihr einen super Tipp für uns habt. Mit einem Abo bleibt man auf dem Laufenden und wenn man neben dem Abo-Knopf so ein kleines Schalterchen klickt, dann kriegt man sogar eine Information, wenn das neue Video rauskommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zum Finale von EQ Basics. Im 4. Teil möchte ich noch ein bisschen rumspielen mit EQs, möchte noch ein paar alte Filter-Plugins zeigen, wie früher bearbeitet wurde und dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Mix an. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche dir die beste Woche, die du haben kannst. Bis dahin, mach's gut und Yassou.